Servus und herzlich willkommen. Ich bin die Michi und heute tauchen wir tief in die Welt der Tina-Menschen ein. Aber was bedeutet Tina eigentlich? Und wie können wir die verschiedenen Aspekte von Geschlecht und Identität verstehen? Dafür nutzen wir ein super hilfreiches Modell, und zwar das Genderbread Version 4. Sie hilft uns, die Unterschiede zwischen Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, anatomisches Geschlecht und sexueller romantischer Anziehung zu visualisieren. Und Ziel ist es, ein besseres Verständnis und mehr Akzeptanz zu fördern. Bevor wir jetzt nun zur Genderbread Version kommen, klären wir, was Tina mit Sternchen bedeutet. Tina ist ein Akronym, steht für Trans, Inter, Nicht-Binär und Agender. Das Sternchen symbolisiert Vielfalt, die vielen Identitäten, die über den traditionellen Geschlechtern hinausgehen. Lass uns nun die einzelnen Begriffe aufschlüsseln und dann schauen wir, wie die Genderbread Version uns hilft, das große Ganze zu verstehen. Beginnen wir mit der Geschlechtsidentität, dem, was du in deinem Inneren fühlst. Die Genderbread Version zeigt das im Kopfbereich, denn hier spielt sich unser tief empfundenes Wissen über unser Geschlecht ab. Es ist dein inneres Gefühl, ob du ein Mann, eine Frau, beides, keines von beiden oder etwas ganz anderes bist. Es kann mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmen, dann bist du Cisgender, oder davon abweichen, dann bist du Transgender. Und schon sind wir bei 3 Buchstaben von Tina. Das war der erste Buchstabe, Trans. Transmenschen identifizieren sich nicht oder nicht ausschließlich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Ein Transmann wurde zum Beispiel bei der Geburt als weiblich eingeordnet, identifiziert sich aber als Mann. N, wie nicht-binär. Nicht-binäre Menschen identifizieren sich nicht ausschließlich als männlich oder weiblich. Sie können sich als beides, weder noch oder als etwas ganz anderes empfinden. Ihr inneres Gefühl passt jedenfalls nicht in die 2 Schubladen. Dann haben wir noch Agender. Agender-Menschen empfinden sich als geschlechtslos oder haben keine Geschlechtsidentität. Sie fühlen sich nicht mit den traditionellen Geschlechtskategorien verbunden. Als nächstes kommt der Geschlechtsausdruck. Ist, wie du dein Geschlecht nach außen zeigst, Kleidung, Frisur, Verhalten, Stimme oder Stimme und andere Merkmale. Die Genderbread Person zeigt das an der äußeren Erscheinung. Wichtig dabei ist, dein Geschlechtsausdruck muss nicht unbedingt mit deiner Geschlechtsidentität übereinstimmen. Jemand, der sich als Frau identifiziert, kann zum Beispiel einen sehr maskulinen Stil haben und umgekehrt. Kann zum Beispiel auch sein, weil sie noch in der Übergangsphase ist und es noch nicht nach außen tragen möchte. Beispiele dafür sind jetzt maskulin, feminin, androgyn. Naja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Jetzt sprechen wir über das
anatomische Geschlecht, das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht. Die Gender-Red Person verortet das im unteren Körperbereich. Es bezieht sich auf die biologischen Merkmale einer Person, die primären Geschlechtsorgane, Chromosomen und Hormone. Das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht ist das, was einem Baby aufgrund dieser anatomischen Merkmale bei der Geburt zugewiesen wird, heißt männlich oder weiblich. Und nun kommen wir auch schon zum vierten Teil von Tina, und zwar intergeschlechtlich. Intergeschlechtliche Menschen haben biologische Merkmale, die nicht den typischen Vorstellungen von männlich oder weiblich entsprechen. Das kann sich auf Chromosomen, Hormone oder Genitalien beziehen. Ihnen wird bei der Geburt oft ein Geschlecht zugewiesen, das nicht zu ihrer komplexen Biologie passt. Es ist wirklich entscheidend zu verstehen, dass bei der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht unbedingt die Geschlechtsidentität der Person widerspiegelt. Kommen wir nun zur sexuellen Anziehung. Die Gender-Red Person zeigt das oft im Herzbereich oder mit Pfeilen, die von der Person wegzeigen. Es geht darum, zu welchen Personen du dich sexuell hingezogen fühlst. Das ist ein wichtiger Aspekt der sexuellen Orientierung und kann völlig unabhängig von deiner Geschlechtsidentität sein. Ob du dich jetzt als Mann, Frau, nicht-binär oder agender identifizierst, hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wenn du sexuell anziehend findest. Zum Beispiel dafür natürlich heterosexuell, homosexuell, bisexuell, pansexuell, asexuell und viele mehr. Ähnlich verhält es sich mit der romantischen Anziehung. Auch das wird im Herzbereich der Gender-Red Person dargestellt. Es beschreibt, zu welchen Personen du dich romantisch hingezogen fühlst, mit wem du eine tiefe emotionale Bindung eingehen möchtest. Auch die romantische Anziehung ist unabhängig von deiner Geschlechtsidentität und kann sich auch von deiner sexuellen Anziehung unterscheiden. Beispiel dafür: heteroromantisch, homoromantisch, biromantisch, panromantisch, aromantisch und viele weitere. Zusammenfassend lässt sich nun sagen, die Grafik zeigt uns wunderbar, dass Geschlecht und Anziehung vielschichtig sind. Tina-Sternmenschen sind eine vielfältige Gruppe von Menschen, deren Geschlechtsidentität, Ausdruck, anatomisches Geschlecht und sexuelle romantische Orientierung in den unterschiedlichsten Kombinationen auftreten können. Es ist wichtig, jede Person individuell zu respektieren und ihre Selbstbezeichnung zu akzeptieren. Die Grafik hilft uns, diese Komplexität zu visualisieren und zu verstehen, dass all diese Aspekte unabhängig voneinander existieren können. Ich selbst ordne mich in der Identität und Ausdruck als Frau ein, wobei ich bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugewiesen wurde. Da ich mich von Frauen angezogen fühle, bin ich somit eine Transfrau, welche homosexuell ist. Ich hoffe, dieses Video und die Gender-Red Person haben dir geholfen, die Welt der Tina-Sternmenschen besser zu verstehen. Denke daran, Akzeptanz und Respekt sind der Schlüssel. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal
und teile es mit deinen Freunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus, bis zum nächsten Mal.